Moin Moin und willkommen zum neuen Tutorial. Heute wollen wir mal selber ein Briefpapier erstellen in Illustrator mit den ganzen Marken, also die Falzmarken, die an der Seite sind, damit man das richtig knicken kann. Eine Lochmarke und das Fenster, wo die Adresse, die Anschrift und der Absender reinkommt. Dann lass uns mal loslegen. Wo drücke ich denn jetzt hier noch? Da, YouTube. Alles klar. So, als erstes, was wir machen müssen, wir müssen eigentlich ein neues Dokument erstellen. Können hier oben auf Druck gehen und dann ist hier schon das A4-Format. Das ist 210 mal 297. So, wenn wir das haben, dann machen wir zuerst die Falzmarken. Dazu nehmen wir hier oben unser Zeichenstift und ziehen erstmal so an. Na, das war falsch. Immer ist falsch. Wir drücken einmal und dann drücken wir nochmal. Dann können wir Enter drücken. Dann ist das aufgehoben. Hier müssen wir natürlich hier die schwarze Kontur haben und eine Stärke von einem Punkt. Das reicht. So eine normale Markierungslinie, Falzlinie ist immer um die 5 mm lang. Das können wir hier oben machen. Da haben wir die Breite. Machen wir einfach 5 mm und setzen die ganz links an die Kante. Jetzt müssen wir natürlich noch wissen, wie weit das von oben weg sein soll. Damit gehen wir hier auf der Y-Achse, machen wir den ersten Punkt. Der ist nämlich, oh, da habe ich echt sehr gut gesetzt, weil der ist wirklich von oben 105 mm. So, da verändert sich nicht viel. Den können wir einmal markieren, Alt gedrückt halten und mit der Maus runterziehen. Dann haben wir 9, dann haben wir den dupliziert. Und der zweite kommt auf 210 mm. Können wir da oben bei der Y-Achse eintragen und dann verschwindet er da. So, jetzt haben wir schon mal unsere Falzmarken. Jetzt brauchen wir noch die Lochmarke. Da kopieren wir uns wieder ein. Und wie es natürlich so ist, der kommt genau in die Mitte vom Dokument. Entweder macht ihr oder oben die Anordnung. Dann machen wir vertikal zentrieren. Dann macht er genau vom Dokument. Das müsst ihr natürlich hier, könnt ihr noch machen. Auswahl an Zeichenfläche. Das ist ja unsere Zeichenfläche hier, das ganze DIN A4 Papier. Machen wir einfach in der Mitte. Oder ihr gebt hier bei Y wieder 148,5 ein. Das ist die Hälfte von 297. So. So, jetzt haben wir schon mal unsere Marken. Jetzt wollen wir natürlich noch unser Anschriftfenster haben. Weil wenn wir das ja hier knicken, können wir das in einen großen, den langen Umschlag mit Fenster oder auch ohne Fenster machen, reintun, damit es richtig aussieht. Wir nehmen uns dazu hier, ich nehme jetzt einfach mal ein Rechteck. Das Fenster hat auch genaue Maße. Das ist nämlich in der Breite hier oben 85 mm und in der Höhe 45 mm. So, jetzt müssen wir noch den Abstand vom Rand und von oben machen. Also vom Rand brauchen wir, jetzt haben wir das hier bei den Eigenschaften, bei Transformieren. Jetzt müssen wir darauf aufpassen, weil normal ist hier dieses Kästchen. Ist der jetzt der Referenzpunkt, das heißt, von wo er aus, ja, er misst jetzt von der Mitte aus. Und wenn ich jetzt sage, er soll 20 mm vom Rand und ich gebe jetzt 20 ein, Entschuldigung, ich wollte die X-Achse, dann hat er hier nur von der Mitte 20 mm genommen. Wir wollen aber vom Rand weg, also müssen wir den äußersten Rand links drücken, dann misst er von da. Und wenn wir nämlich hier jetzt 20 machen, ja Gott, jetzt hat er ein Minus gehabt. Geh weg mit dem Minus. 20 sind wir genau 20. Und genau das gleiche ist bei der Y-Achse von oben. Müssen wir machen, er soll von der oberen Kante 45 mm machen. Machen wir also hier wieder 45 und dann sitzt er genau richtig. Also darauf müsst ihr achten. Ich habe wirklich heute schon dieses Video einmal hochgeladen. Ich habe es vorhin wieder gelöscht, weil ich zu dämlich war und das nicht beachtet habe. So war das Fenster hier auch nicht richtig. Ich habe links eine andere Hilfe genommen. Ihr könnt natürlich auch hier ein Rechteck nehmen. Sagen, das ist hier 20 mm. So, macht das ganz an den Rand und richtet euer Fenster nach dem Ding aus. Geht natürlich auch. Aber hier, wenn ihr von links macht und er soll diese Kante nehmen, dann die linke Kante benutzen. Wenn er von oben, wir können auch, wenn ihr von unten messen wollt, könnt ihr von unten machen. So.
So, jetzt haben wir unser Fenster, unsere Marken. Hier kommt natürlich nachher euer Text rein, bla 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 bla. Also da oben kommt ja immer der Absender rein. Und hier unten groß kommt dann die Anschrift rein von dem Empfänger. Ich stelle euch das gerne als Download zur Verfügung. Der Link ist in der Beschreibung. Da könnt ihr diese Vorlage runterladen. Ich werde dieses hier alles löschen. Ihr könnt natürlich eure eigenen Sachen dann dazufügen. Hier kommt das Logo zum Beispiel rein. Hier wisst ihr jetzt ungefähr, wo das Absenderding ist. Würde ich weiter unten hier anfangen, den Text zu schreiben. Hier da kommt das Datum. Vielleicht noch eine Fußzeile, was man so braucht. Anschrift, Steuernummer, Bankverbindung, wenn ihr das jetzt für eine Firma benutzt, ne? Und das werde ich euch hochladen. Das könnt ihr runterladen. In der Datei werden dann als AI-Datei, das ist für Illustrator, als EPS-Datei, dann könnt ihr das so auch woanders reinladen, in CorelDRAW oder irgendwas. Und dann nochmal als PDF-Format. Und nicht vergessen, falls ihr das zu einer Druckerei dann schicken wollt, löscht ihr nachher auch diesen Kasten, wenn ihr da was reingeschrieben habt oder sonstiges. Ja, das war's soweit. Jetzt wisst ihr, wo die Marken eines Briefpapiers hinkommen. Und ich hoffe, das hat euch geholfen und gebt mir vielleicht einen Daumen nach oben oder einen nach unten, wie ihr wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.